Herzlich willkommen in der Aquarellschule Ella die Fee, hier beim Malen mit Kerstin. Heute machen wir wirklich recht technische Geschichten, nicht so sehr zum Genießen und zum Schwelgen, sondern als Vorbereitung für die Weihnachtskarten. Wir brauchen eine Schablone, einen Borstenpinsel, ein kleines Glas und 4 Farben: Zitronengelb, Heliocyanblau, Ultramarinblau und Peinesgrau-bläulich. Das ist alles, was wir heute benötigen, und schon geht es los mit einem Heliocyanblau. Ihr braucht auch eine Palette oder eine glatte Unterlage, wo ihr das vorbereiten könnt. Ein Zitronengelb daneben, sodass sie sich an einer Stelle ein bisschen berühren. Und mit dem Glas nehmen wir ein bisschen Farbe auf, also drehen es auf der Palette und geben dann diese Form mit dem Glas direkt auf unser Blatt. Ich habe es 4 geteilt, sodass wir ein paar verschiedene Dinge ausprobieren können, und jetzt nehme ich einen Casaneo Nummer 12 von Da Vinci und klares Wasser und feuchte einzelne Stellen meiner Seifenblasen einfach ein bisschen an, sodass sie in Bewegung kommen, anfangen zu laufen, und ihr seht, schon habe ich da meine Bubbles, also meine Seifenblasen. So leicht geht das, ich finde das immer wieder faszinierend. Das ist etwas vom Schnellsten, was ihr machen könnt, diese Seifenblasen. Hier auf der rechten Seite probieren wir jetzt mit einem Heliocyanblau und so weiter richtige Seifenblasen, auch noch einmal in einer anderen Technik vor einem Hintergrund. Ich habe Zitronengelb dazu gegeben und ein Peinesgrau-bläulich. Ich verblende es nicht ganz regelmäßig, sondern lasse einzelne Farben auch klar stehen, mache einfach so einen verschwommenen Hintergrund und lasse das jetzt einmal trocknen, dass ich dann meine Bubbles, meine Seifenblasen da hineinmalen kann. Vergessen habe ich noch, dass wir hier dann ein Deckweiß brauchen. Entschuldigung. Genau, da werden wir ein Deckweiß benötigen für diese Übung. Das habe ich am Anfang vergessen zu zeigen. Also jetzt habe ich meine Palette notdürftig sauber gemacht, ein Ultramarinblau hineingetupft und mit meinem Glas hier jetzt eine ultramarinblaue Seifenblase gemalt. Dieses Mal wird aus dieser Seifenblase ein Wassertropfen. Ihr müsst ihn auch nicht ganz so rund malen, wenn ihr das nicht möchtet, könnt es aber. Ich finde es sehr praktisch mit dieser Glastechnik. Das lasse ich jetzt trocknen. Ihr habt gesehen, gleich wie vorher habe ich das gemacht mit dem Wasser und dem Casaneo, und hier rechts male ich jetzt einen Wassertropfen, der nach unten fließt, auch in Ultramarinblau mit einem mittleren Detailpinsel. Dieser hier ist auch von Da Vinci. Lass es auch dann wieder trocknen und gehe wieder auf mein linkes Bild hinüber. Das ist praktisch, wenn ihr so an 4 Dingen gleichzeitig malt. Man kann immer zwischendrin wieder eins trocknen lassen, ohne Wartezeiten. Nun koloriere ich den Hintergrund meines Wassertropfens, sodass, ja, man sieht ihn schon ein bisschen, aber noch nicht wirklich klar und deutlich. Es könnte noch alles Mögliche sein. Das mache ich jetzt wieder mit einem Casaneo Nummer 12 von Da Vinci. Unten links schaue ich, dass der Schatten schon ein bisschen mehr wird. Also in den feuchten Hintergrund hinein male ich ein bisschen dunkleres Blau. Mit einem Peinesgrau-bläulich male ich jetzt den Hintergrund meines fließenden Wassertropfens, der da so hinunterfließt, und ihr werdet im nächsten Video dann ein Fenster bekommen, wo auch Wassertropfen hinunterfließen. Also es ist wirklich eine Vorbereitung für weitere Möglichkeiten, weihnachtliche oder regnerische. Ja, manchmal muss man auch zwischendrin ganz langweilig, mehr oder weniger, einfach Dinge ausprobieren, die man in großen Bildern dann einbauen kann. Einfach mit Wasser habe ich jetzt noch rechts und links ein bisschen Struktur hineingebracht, mit einem sauberen Taschentuch ein bisschen herausgewaschen, und ja, schon habe ich hier so eine bewegte Fläche, die vielleicht auch eine Glasscheibe sein könnte in der Nacht, wo sich
Licht spiegelt und eben dieser Wassertropfen hinunterläuft. Nun ziehe ich meinen Wassertropfen auf der linken Seite noch einmal nach, mache ihn an der Oberseite auch ein bisschen schön dunkel, lasse eine Stelle stehen, die dann als Glanzpunkt herausleuchtet und verblende ihn nach unten mit klarem Wasser. Schaut, dass ihr unten links wirklich hell bleibt, also eigentlich weiß, das wäre schön, wenn es da wirklich sehr hell ist und ja, dieser Wassertropfen sich dann so richtig herausperlt. Nun wieder trocknen lassen und die linke Seite weiter bearbeiten. Die ist mittlerweile trocken geworden und ich kann meinen Wassertropfen auf der linken Seite, meinen Fließtropfen ein bisschen mehr noch herausholen. Mit einem Schrubberpinsel wasche ich da einfach einzelne Stellen wieder sauber. Schrubberpinsel sind alte Pinsel oder borstige Pinsel, die wirklich das Papier ein bisschen anrauen wie ein Radierschwamm und da kannst du super Farbe von deinem Aquarellpapier waschen. Ja, ich konkretisiere jetzt meinen Tropfen noch ein bisschen mehr mit Licht- und Schattengeschichten. Auch im Tropfen selber darf Schatten noch mehr auftauchen und natürlich auch die Umgebung darf schön dunkel bleiben, schön dunkel sein, sodass dieser Tropfen immer mehr herauskommt. Das seht ihr, je mehr Licht und Schatten hineinkommt, desto mehr perlt sich diese Wasserfläche da von der Unterseite ab. Das ist eine Regel, dass man einfach, je mehr Licht und Schatten, desto mehr ploppen die Dinge heraus. Erst dann wird es dreidimensional, wenn ich schaue, dass ich das Licht hineinbringe in einen Gegenstand oder in eine Sache, überhaupt auch in landschaftliche Bilder. Immer muss ich Licht hineinbringen und Schatten, dass sie nicht flach, sondern eben dreidimensional wirken oder Tiefe bekommen und so weiter. Also da hat man einfach verschiedene Regeln und Techniken, die uns da zur Verfügung stehen. Nun nehme ich eine Schablone und einen schrubberigen Borstenpinsel und wasche mir für diesen Effekt hier, für diesen Lichtglanzeffekt ein paar Stellen wieder sauber. Das geht super mit dieser Schablone und eben diesem Borstenpinsel. Da bekommt ihr wirklich sehr, sehr helle Stellen. Es könnten jetzt schon Seifenblasen sein. Ich finde das immer eher Glanzpunkte. Ich verwende die auch in Weihnachtsbildern auf Weihnachtskarten. Das werdet ihr dann in den nächsten Wochen bei mir sehen. Ich werde jede Woche mehrere Weihnachtskarten für euch vorbereiten, einfach weil das jetzt vor dem ersten Advent sehr wichtig ist, dass man da das schön vorbereiten kann, diese Weihnachtsgeschichte. Nun habe ich mit einem Buntstift, einem weißen Buntstift und der Schablone Kreise hineingezeichnet in meine Unterlage und mit einem Deckweiß, einfach ein Gouache-Weiß verwenden. Ich verwende das von Schminke. Da bekommt ihr sehr günstig große Tuben Deckweiß und hier male ich jetzt einfach diese Seifenblasen ein bisschen glänzend. Also teilweise male ich sie flächig weiß, bei anderen male ich nur einzelne Stellen hell. Das könnt ihr ein bisschen selber entscheiden. Also gerade da, wo es über einen Glanzpunkt geht, da male ich sie gerne wirklich weiß und sonst lasse ich einfach einzelne Stellen hell. Natürlich gehe ich jetzt noch hinein mit einem Ultramarinblau und einem Peinesgrau-bläulich und male diese dunklen Glanzstellen, die ihr in Seifenblasen sehr oft, je nach Lichteinfall natürlich oder je nach Hintergrund auch, sehr oft seht. Da könnt ihr ein bisschen variieren. Ihr könnt da auch grün oder sogar rot hineingeben, wenn ihr das möchtet. Das kommt auch immer darauf an, was gerade in der Umgebung steht. Beobachtet mal eine Seifenblase. Vielleicht habt ihr mal ein kleines Kind in der Nähe, welchem ihr Seifenblasen schenken könnt und was dann auch große Freude hat, die zu verblasen. Und dann kann man das wunderschön beobachten. Also Seifenblasen sind einfach, finde ich, etwas sehr Geniales. Unten links muss ich jetzt den unteren Rand, wie ihr gerade beobachten könnt, noch intensiver dunkler machen, dass dieser Wassertropfen auf der Unterlage wirklich herausploppt. Und jetzt seht ihr, wie er wirklich da auf meinem Papier liegt, wie ein Tropfen.
Mit einem schwarzen Buntstift und einem weißen auf der linken Seite bearbeite ich jetzt diesen fließenden Tropfen noch ein bisschen, so dass auch dieser sich herausperlt, denn diese Technik brauchen wir, wie gesagt, auch bei meinen weiteren Karten, Weihnachtskarten und Regenkarten, Regengruß, Glückskarten vielleicht. Genau, also wir haben immer viele Möglichkeiten, nachher, sobald das Papier trocken ist, wirklich gut trocken, mit Buntstift oder Ölstift, Ölkreide, Pastellkreide noch einmal über unser Bild zu gehen. Gerade Illustratoren in Bilderbüchern verwenden diese Technik ganz, ganz oft. Das mache ich auch, das muss ich zugeben. Oft kann man einfach da noch feine Details ausarbeiten, wozu man die Möglichkeit nicht hat mit Aquarell. Hier könnt ihr beobachten, wie ich mit dem weißen Buntstift noch ein bisschen Licht hinter meine Bubbles lege, hinter meine Seifenblasen lege, gerade weil ich da ja auch diese Lichtglanzstellen im Bild habe, vorher schon. Also da hat Licht viel, da spielt Licht eine große Rolle bei diesen Bubbles und ja, dass sie ein bisschen mehr herauskommen, ein bisschen mehr herausleuchten. Mit dem Buntstift einfach nochmal drüber gehen. Ja, nun sind wir fertig und ich hoffe, ihr habt ein bisschen einen Eindruck bekommen, eine Lust da dran zu gehen und auch ein paar verschiedene Techniken zu diesen Themen auszuprobieren als Vorbereitung für Weihnachtskarten und auch andere große Bilder, die ihr vielleicht noch malen möchtet. Es ist immer gut, wenn man so verschiedene Effekte beherrscht, also gerade Blüten mit Tau darinnen, da braucht ihr diese Tropfentechnik. Oder wie gesagt, wenn ihr Glas malt, Regen auf Glas, dann braucht man fließende Tropfen. Ja, vielleicht malt ihr eine Kinderkarte und braucht die Bubbles. Oder eben bei den Weihnachtskarten brauchen wir diese Bubble-Effekte sowieso, weil diese Glaskugeln am Baum ja sehr, sehr ähnlich sind wie Seifenblasen. Ja, alles Gute und bis bald. Tschüss.